Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung über den schweren Panzerspähwagen Sonderkraftfahrzeug 231 8 Rad von AFV Club im Maßstab 1:35. Lange Zeit gab es ja nur den Tamiya Bausatz, der ist auch nicht schlecht, aber ich glaube letztes Jahr ungefähr hat AFV Club diesen Bausatz auf den Markt gebracht, der natürlich wesentlich filigraner aufgebaut ist als das alte Tamiya-Modell und dementsprechend alles eben moderner ist. Aber der Preis ist relativ ähnlich, soweit ich das in Erinnerung habe. Der Tamiya-Bausatz geht auch ziemlich ins Geld. Also finde ich, das ist eine ziemlich gute Alternative. Die Fahrzeuge waren ja in den frühen Kriegsjahren sehr häufig anzutreffen und waren eben ein Teil der bewaffneten Aufklärung. Und ich sage mal, besonders im Frankreich-Feldzug haben eigentlich diese Aufklärungseinheiten mehr Schaden angerichtet als eigentlich die feindlichen Panzereinheiten und so weiter. Die waren unglaublich mobil und durch das Überraschungsmoment konnten die trotz der leichten Bewaffnung und Panzerung ziemlich viel Schaden verursachen. Ich finde, es ist ein sehr komplexes und interessantes Fahrzeug und so Radfahrzeuge finde ich immer sehr interessant. Also gut, schauen wir gleich mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist ziemlich groß, aber dafür sehr flach und innen drin findet man dann reichlich Gießäste, die schön verpackt sind. Allerdings ist es schon ein bisschen grenzwertig. Ich hätte die Schachtel ein bisschen höher gemacht, damit es hier keine Quetschungen geben kann. Weil es sind ja doch recht viele Teile, die doch ziemlich stark hervorragen, die dann eventuell durch Druck oder so zerquetscht werden könnten. Dann schauen wir uns zunächst mal die Bauanleitung an. Da haben wir hier ein bisschen Hintergrundgeschichte zum echten Fahrzeug auf Englisch und Chinesisch, nehme ich an. AFV Club ist, glaube ich, aus Taiwan, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir hier ein bisschen so Zeichenerklärungen, noch eine Anleitung für die Abziehbilder und eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Hobby Color, Mr. Color, Mr. Color Spray, Humbrol, Revell und Live Color. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Wenn jetzt nur Vallejo dabei wäre, wäre es, glaube ich, ideal. Mich persönlich interessieren jetzt die Farbangaben immer nicht so. Wenn das richtig aussieht, dann ist es auch richtig. Ich brauche da nicht unbedingt die Farbnummern, um das Äquivalent zu finden. Ich mische allgemein noch wenig Farben. Ich nehme die so, wie sie sind. Dann geht's los. Hier im Zusammenbau. Das jetzt der Rahmen ist im Prinzip ein Teil. Und da kommen dann die ganzen Einzelteile ran. Hier auch schon die Pedale. Ja, also kann man sich natürlich denken, das Fahrwerk ist an dem Fahrzeug recht komplex. Aber nur so kriegt man natürlich auch die Details zustande, die man da aussehen will natürlich. Bauanleitung ist sehr übersichtlich. Pro Baustufe werden nicht zu viele Teile hinzugefügt. Es ist nicht so ein Wust manchmal wie bei Revell, Dragon. Da kann man sehr gut Schritt für Schritt der Bauanleitung folgen. Ja, hier ist natürlich schon auch so ein Motor angedeutet von unten. Also wenn man das Modell dann umdrehen würde, würde man den Motor sehen. Und auch hier so die Antriebsriemen und so weiter. Ja. Hier kommt dann mal der Aufbau. Ich finde diese Form sehr interessant, wenn man
diesen schrägen Platten. Reifen bestehen natürlich auch aus mehreren Teilen. Und hier ist natürlich schon, das habe ich noch nicht oft gesehen, dass man da so ins Detail geht mit den Ventilen und so. Sehr schön. Ja, und da sieht man natürlich schon, wie wunderbar das dann aussieht. Kann man sich schon mal grobe Vorstellungen machen. Ja, das ist schon, ja, ein bisschen eine Inneneinrichtung ist auch vorhanden. Wenn ich mir jetzt da den Fahrersitz anschaue, das sieht nicht schäbig aus. Aber sicherlich kann man damit ein bisschen Referenzmaterial noch ein bisschen mehr rausholen. Ich denke, da war noch mehr vorhanden innen. Aber das meiste ist auf jeden Fall schon mal da. Gut ist auch, dass während dem Zusammenbau ab und zu auch schon diverse Teile praktisch mit den entsprechenden Farben versehen werden, mit denen sie später bemalt sind. Das finde ich immer ganz gut, wenn das in der Bauanleitung an sich schon mit einfließt. Ja, das sieht schon sehr gut aus und natürlich sind auch zahlreiche Kleinteile da. Manch einer sagt ja auch gern, dass AFV-Club da ein bisschen übertreibt. Meiner Erfahrung nach ist es nicht so. Das macht immer großen Spaß, weil die Teile immer hervorragend passen. Wenn ich da zum Beispiel an den Centurion Panzer denke, der ist meiner Meinung nach einer der besten Bausätze, die man kaufen kann. Ja, auch der Turm verfügt über ein bisschen Innenausstattung. Ist schon mal schön, wenn man da diverse Luken aufmacht, blickt man nicht in gähnende Leere. Hier ist dann noch ein bisschen die ganze Fahrzeugfamilie beschrieben. Das ist das Fahrzeug, was man von Tamiya kaufen kann. Und das ist der hier von AFV Club. Seht, das ist halt hier das Funkfahrzeug und das ist hier das normale Aufklärungsfahrzeug. Im Prinzip dasselbe Fahrzeug. Genau. Und dann haben wir schon die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Die erste Variante, Vorkriegsfahrzeug, Berlin 1937, einfach in Grau lackiert. Wobei man da ein bisschen Recherche betreiben kann. Bis ins Jahr 1941 hinein gab es auch Fahrzeuge, die abgetan waren mit dunkelbraunen Flecken. Da gibt es auch schöne Fotos von diesen Spähfahrzeugen vorm Krieg, wo man das sehr deutlich erkennen kann. Dann hier Fahrzeug, da wird nicht weiter beschrieben, der Einsatzort und so weiter, ist auch grau. Das Fahrzeug hier vom Göring-Regiment von der Luftwaffe. Kurz bevor der Frankreich-Feldzug losging, an der Grenze stationiert. Und das war's schon. Hier hinten haben wir dann noch so ein Diagramm mit allen enthaltenen Teilen, damit man sich hier auch besser zurechtfindet. Und hier noch, falls ein paar Teile fehlen, Kontaktdaten. Des Weiteren findet man hier auch noch das Boxart nochmal als Bild im DIN A4 Format. Das werde ich mir vielleicht einrahmen und dann irgendwo an die Wand hängen. Dann schauen wir uns mal die ganzen Teile an. Der untere Fahrzeugrahmen kommt hier in so einem Blister verpackt. Ist eigentlich ganz nett. Dann kann der nicht zerdrückt werden. Ja,
Man muss hier ein bisschen sauber machen, da die ganzen Teile da wegschneiden. Und dann hat man dann einen sehr filigranen Fahrzeugrahmen unten. Das hier ist dann der obere Teil des Fahrzeugs. Ja, das ist natürlich, ich weiß auch nicht warum, aber man hätte das ein bisschen besser lösen können, weil da ist schon die Bruchgefahr ziemlich groß. Allgemein als auch, wenn man es eben herauslösen will. Naja, hätte man vielleicht besser umgekehrt und es hier befestigt. Na, aber muss man eben aufpassen. Die Schweißnähte sind sehr schön wiedergegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht hervorragend aus. Ansonsten hat es keine Oberflächenstruktur. Es ist sehr glatt. Hier haben wir dann noch diverse Außenteile, Auspufftöpfe, Werkzeug und so weiter. Ja, kein Flash in Sicht. Kein Grat. Auch schön die Nietendetails hier. Wie sieht es innen aus? Ja, ein paar kleinere Auswurfmarken. Sollte man aber eigentlich nicht sehen später. Besonders schön ist die dünne Ausführung hier von diesen Abdeckblechen fürs Fahrwerk. Ich möchte behaupten, die sind annähernd vorbildgerecht, was die Materialstärke angeht. Sehr dünnwandig alles. Wenn man da jetzt an das Tamiya-Äquivalent denkt, da ist das ein bisschen klobiger. Hier haben wir dann noch Außenwände und diverse Luken. Ja, schön, dass man hier dann auch Details hat, die die Luken eigentlich verdecken würden. Aber wenn man es offen darstellt, sieht man es dann natürlich. Hier wurde an alles gedacht. Beziehungsweise das ist sogar die Innenseite. Ne, das ist die Innenseite. Ja, das ist auf nichts für schwache Nerven hier. Sind auch viele Kleinteile. Aber so wie ich AFV Club kenne, ist das alles sehr gut verarbeitet. Eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist, dass die Gießäste teilweise sehr fettig sind. Das seht ihr hier in diesen Luken. Da ist so ein Schmierfilm drauf. Also da unbedingt jeden Gießarsch sorgfältig mit bisschen Seife und Wasser reinigen. Bisschen Spüli rein. Ansonsten hat man da keine Freude dran. Kleber und Farbe werden da nicht sonderlich gut halten. Also jetzt bei diesen Luken hätte man keine Chance, die zu lackieren. Das würde nicht funktionieren. Ja, die beiden Gießäste liegen doppelt bei und enthalten zahlreiche Fahrwerkskomponenten, die natürlich sehr klein und filigran ausfallen. Oh, die Felgen sind natürlich eine Schau. Das hat man ja schon in der Bauanleitung gesehen. Hier sitzt dann so fürs Ventil so ein Teil. Ja, ein bisschen nervig sind diese Bobbel da oben drauf. Das ist natürlich ein bisschen ätzend, das zu versäubern, aber ich denke mal, fertigungstechnisch ist es schwer anders zu lösen. Ja. Hier auch diese Halterungen für die Sichtklappen sind einzeln. Kann man also alles auch offen und ausgeklappt darstellen. Ja, das sind wunderschöne Teile. Sehr schön gegossen alles. Sehr scharfe Details. Hier haben wir den Gießarsch für den Turm. Das Maschinengewehr sieht ganz schön aus und hat sogar
ja, eine aufgebohrte Mündung. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Ja, ein bisschen. Selbes gilt natürlich auch für die Maschinenkanone. Ja, auch ein bisschen Inneneinrichtung ist vorhanden. Turm hat sehr schöne Details oben auf dem Dach. Ja. Auch innen ist ein bisschen was vorhanden. Hier das Blech hat auch eine sehr schöne Struktur. Hier haben wir nochmal diverse Fahrwerkskomponenten. Ja, das sieht schon klasse aus. Da fehlt sich gar nichts. Ja, das ist hier innen der Boden vom Fahrzeug sozusagen und da hat es auch wieder eine schöne Struktur drauf, damit man eben nicht ausrutscht. Sehr, sehr schön gefertigt alles. Und auch der Gießarsch ist überhaupt nicht verbogen oder verzogen. Die Reifen sind in so schwarzem Weichplastik gefertigt. Das finde ich persönlich immer nicht so ideal. Ganz oft ist es so, wenn man die Modelle länger ins Regal stellt oder so, dann fangen die an, am Regalbrett zu kleben und wenn man die dann hochheben will, mal so, bisschen so eine, das klebt da einfach fest. Da kann auch mal was kaputt gehen. Deswegen sind mir Hartplastikreifen lieber. Das Reifenprofil sieht sehr scharf aus. Ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise sind die Details an so Weichplastikteilen eher weicher. Aber hier ist das überhaupt nicht der Fall. Ja, hier an der Seite ja noch den Continental-Schriftzug. Hübsch, hübsch. Da hat es noch mehr so Weichplastikteile. Hier, das sind so Dämpfer am Fahrwerk. Warum man die nicht aus normalem Plastik fertigen kann, ist mir ein bisschen schleierhaft. Ein paar Klarsichtteile hat es auch, hauptsächlich für die ganzen Scheinwerfer und Rücklichter. Ja, sehr klar alles, auch kein Flash oder so in Sicht. Sehr hübsch gegossen. Ein paar Ätzteile findet man auch im Bausatz. Die Platine ist wirklich super, super dünn. Hat natürlich den Nachteil, sie ist total verbogen und hier ein bisschen eingedellt. Ich schätze mal, das kam einfach durch die Plastikteile. Wenn es da irgendwo zwischendrin liegt, und das ein bisschen Druck abkriegt, dann verbiegt sich das hier derartig. Sollte aber nicht so ein Problem sein. Am Ende würde man sowas ein bisschen eindellen und verbiegen, einfach um dem Fahrzeug ein bisschen einen gebrauchten Look zu verpassen. Ja, die Abziehbilder hier sind sehr dünn, aber ihr seht, der Trägerfilm ist wirklich gigantisch. Viel zu groß. Da sollte man dann versuchen, mit der Schere oder dem Skalpell da möglichst nahe um das Abziehbild herum das auszuschneiden, um diesen übertrieben großen Trägerfilm da möglichst zu beseitigen. Schön ist, dass das Balkenkreuz hier ein bisschen so zerteilt ist. Dann kann man das schön um so eine Ecke legen. Das Balkenkreuz an der Seite, das geht ja praktisch über diese Kante hinweg und dann wirft es keine Falten später.
Ich finde, das ist alles in allem ein grundsolider Bausatz mit sehr filigranen Teilen. Mm, Ist natürlich auch ein bisschen eine Geduldsprobe, besonders wenn es ums Fahrwerk geht. Das ist halt sehr komplex, aber das ist halt einfach, ja, dem Vorbildfahrzeug geschuldet. Das war auch einfach sehr kompliziert, und wenn man da die entsprechenden Details haben will, muss man eben in den sauren Apfel beißen. Da hilft alles nichts. Ähm, Preislich liegt der Bausatz so um die 50 Euro. Das ist auch ungefähr das, was die verbesserte Tamiya-Variante eben als Sonderkraftfahrzeug 232 8 Rad kostet. Allerdings wesentlich simpler aufgebaut mit nicht so scharfen Details, wie wir das hier sehen können. Die Abziehbilder stören mich ein bisschen. Der Trägerfilm ist viel zu groß, ist aber jetzt nicht so ein Act, das irgendwie zu beseitigen. Entweder man schneidet einfach sehr knapp um das Abziehbild herum, damit der Trägerfilm dann eben entfernt ist, oder man nimmt Abziehbilder, die eben noch übrig sind. Ich denke, jeder, der öfter Wehrmachtsfahrzeuge baut, hat da eigentlich immer genügend auf Lager, um da drauf zurückgreifen zu können. Eine weitere Sache, die mich stört, ist, dass manche Gießäste ziemlich fettig sind. Da muss man auf jeden Fall sehr sorgfältig reinigen. Ich dachte immer, das ist mittlerweile nicht mehr nötig. Die ganzen Dragon-Bausätze oder auch Tamiya scheinen auch schon vom Hersteller her gereinigt zu sein. Da gab es eigentlich noch nie Probleme. Ich kenne das nur von den ganz, ganz alten Italeri oder Svesta Bausätzen. Die waren teilweise auch sehr fettig noch. Aber früher war das allgemein Standard, dass man einen Bausatz vorher abwäscht, um eben solche Rückstände zu beseitigen. Deswegen ist das ein bisschen ungewöhnlich. Wundert mich, dass es bei dem Bausatz so auffällig ist. Ich würde den Bausatz nicht unbedingt für Anfänger empfehlen, einfach durch die Komplexität, aber für jeden anderen, der ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, ist es auf jeden Fall geeignet. Ich habe auch schon einen Plan für das Modell, und zwar habe ich vor, bei dem Aufklärungsgruppenbau vom Tactical Checkerlog mitzumachen. Und ich habe da letztens mal einen interessanten Bericht gelesen über die Fernspähgruppe Astrachan, die im Sommer 1942 da in der Kalmückensteppe unterwegs war. Ich glaube, die hatten unter anderem solche Fahrzeuge, und die haben da ziemlich interessante Einsätze gehabt. Erinnert einen ein bisschen auch an so Fernspähgruppen von den Alliierten in Nordafrika. Sehr spannend, das Thema. Und da habe ich vor, irgendwas in der Richtung, Diorama oder was auch immer zu machen. Schauen wir mal. Das ist nur so mal grob die Idee, um wofür der Bausatz eigentlich gedacht ist, warum ich mir den gekauft habe. Okay, ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und es war informativ, und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.